Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu LOOM. Wo immer noch unsere Wurzel hier nicht ganz hinhaut. Warte mal. That thread's too high for me. Ja, ich wollte nur, dass die Wurzel halt erscheint. Die Treppe, genau. Was ich noch für eine Eingebung jetzt hatte in der Pause, weil ich habe mir mein Book of Patterns genommen und habe nochmal alles durchgeguckt. Das ist ja gedreht. Kann sein, dass wir es antwisten müssen. Mit C, F, E, D. Oh, Gott sei Dank. Ich habe Angst gehabt, dass es nicht funktionieren wird, weil es ist ja eigentlich eine kaputte Brücke. Obwohl, hier drüben ist ja immer noch der kaputte Teil und ja, okay. Ich habe vermutet, dass es nicht funktionieren wird. Und dass wir den Weg zurückgehen müssen oder irgendwie sowas. Und ich habe schon gedacht, nein, bitte nicht. Oh je, die Drachenlady. Okay, hier liegt jemand. Was haben wir denn hier alles? Erstmal gucken. Hier unten lang können wir nicht. Das auch nicht. Da war gerade was. Wartet. Grabstein. Denke ich zumindest. Grab, ja. These grave markers are forged from solid bronze. Hm? Geht doch nur der eine Grabstein und der Typ, ne? Oh, warte, wir können da rausgehen. Das will ich noch nicht. Erstmal Typ gucken. Junge. He's fast asleep. Ah, okay, den können wir wecken. Mit C, D, E, A. It might help to Ja, point sorry. at something Ich first. habe gedacht, ich habe ihn noch angewählt. Oh, hello there. What's that? Your music woke me up. Oh, sorry. Oh, not to worry. I'm Rusty Nailbender. I'm Bobbin Threadbare, of the Weavers. Weavers, eh? Our folk are blacksmiths. I'm supposed to be getting firewood for the master, but this plateau's been picked cleaner than a new blade. Come over here. That's us down there. The forge. That's what we call it. I've heard you weavers don't get out much. What's your business here? I've been looking for a flock of swans. Swans? No. No swans around here. Oh, say, all this talk has made me sleepy. A real pleasure, though. Oh, let me know if you find your swans. Oh. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Ich wüsste jetzt nicht, was. Oha. Hier ist so Lavazeug, das ist ein Typ. Halt! Who are you? Just me, a friendly stranger? This is a private guild, my strange young friend. The gate only opens for members. Kann ich den Typ. Warte mal. Kann ich von dem Typ oben die Gestalt annehmen? Warte mal, was war Reflexion? Affa. Dann nehmen wir den Typen und sagen A, F, F, A. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert jetzt. So. Wo bist du? Guck mal, ich gehöre zu dir. Hello, young nailbender. About time you were coming home. Stoke's been looking for you, and he ain't real happy. You better get in there right now.
Nichts lieber als das, mein Freund, glaube ich. Rein mit uns. Okay. Wo kann ich denn lang? Hier hinten oder was? Mir fehlt irgendwie, dass die im Chor singen oder sowas. Kann die alle nicht anwählen. Wisst ihr, an was mich diese Rohre erinnern? An diesen ganz alten Windows, keine Ahnung, Screensaver, wo die ganzen Rohre so über den ganzen Bildschirm gingen. Kennt ihr den noch? Okay, der Typ geht auch nicht. Okay, da geht's runter. Hier geht's anscheinend auch nochmal rein. Was ist das? Well, it's about time, you lazy idiot. I sent you out 4 hours ago for firewood, and you bring me back one scrawny stick. If your father weren't the foreman, I'd toss you in the furnace. You're just like the you's downstairs with the bishop right now. If that fire goes out and the cleric's swords don't get done... I'm sorry, I had a bit of trouble. Perhaps you'd like to offer your confessions to the bishop in person. I'd be happy to arrange it. Now give me that stick. I'm done dealing with the likes of you, Nailbender. I'll be back, and you'd better hope the furnace doesn't go out. What a mess. I can't do anything without my distaff. Okay. That straw looks awfully comfortable, though. Oh, it must have a sleep draft woven into it. Das ist eine gute Idee. Imagine frightening a poor defenceless old thing like me. Caw. Well, I may not be much good with fire, love, but I still enjoy the taste of tender, firm young meat. One blasted stick of wood left, curse that lad. 10,000 swords to forge, and the furnace is about as cold as my chances for promotion. I don't believe this. Real nice of that Weaver kid. Just wait until his turn comes. I'll be waiting for him on the outside. Oh dear, that means trouble. If Elder Atropos saw his staff treated so, he'd have something to say about it. You could be sure of that. Careful now, old bird. Let's not singe the feathers. Haben wir aber Schwein gehabt jetzt. Unser Stückchen. Okay, kann ich das aus irgendwelchen Gründen, ich wüsste nicht warum, aber DEDC machen? It's gold again. What useless stuff. Ich glaube, dass es für später irgendwie nützlich sein könnte, dass ich das getan It habe. might help to point at something first. Nein, es ist wieder ausgeblendet. Das ist super nervig, leider. Hier kann ich nichts machen, ne? Ja, es würde angezeigt werden, denke ich. Kann ich hier raus? Nee, aber das können wir ändern mit... ich sollte mir die Sprüche viel besser merken, aber da ich sie hier ja aufgeschrieben habe, mache ich mir nicht mal die Mühe dazu. Das ist echt doof. ECED. Raus mit uns. Okay, was haben wir denn hier in dem Ding? Not a stick left.
Und von dem Feuer, ich will immer noch das Anzünden quasi lernen. Aber hier geht's nicht. Nur der Korb. Aber wir haben nichts, was den Korb, Terror, Healing, Reflection, Invisible, Sharpening, Sleep, Twist. Nee, das macht alles keinen Sinn bei dem Korb. Lass uns mal hier vielleicht runtergehen in den Keller. Das sind viele Schwerter. Hier ist der Bischof wieder. Unterhaltung. The final blade is even now in the hands of our most skilled blade shaper, Your Excellency. How's it coming there, Edgewise? I'm just putting the edge on the last sword, sir. Good to hear it. No slacking off now. Let's get it finished. You share with me a historic moment, Foreman. The forging of the 10,000th sword marks the end of our preparations. How much longer must I wait? The steel will ring out its final defeat, sir. Not much longer now. Very good then. Carry on. Okay, das kann ich bestimmt aufhalten, indem ich das Sharpening rückwärts mache, also FAFD. What? What evil is this? A witch's curse has twisted the final blade. A curse, Edgewise? I think not. It would take more than a mere witch's curse to ruin my plans. You there! Could it be that this little prank is of your doing? Yes? Well then, I would be honored to have you as my guest at the cathedral. I know some other curses that may amuse you. Okay, anscheinend hätte ich die Klinge auch verdrehen können. Weil er gesagt hat, twisted. I'm getting really tired of this. Allow me to introduce myself. I am Bishop Mandible, trans-ultimate apostle of the anti-secular conclave of clerics. I know. Am I expected to kneel? Silence, you impudent punk. This is my assistant, Cobb. Charmed, I'm sure. And you require no introduction. Your cloak and staff betray your origins. But I must say I'm surprised to find you here. It's been quite a long time since any weaver bothered to leave that dreary little rock you call home. Loom. So provincial. I can't help but wonder what impelled you to leave it now. His Excellency asked you a question. I know. I'm ignoring it. Ah, recalcitrance. I see. Shall I fetch the instruments of persuasion, Master? Please forgive my assistant his eagerness. I fear Cobb is not very worldly. He does not understand the dangerous power of a weaver. Dangerous? Your Reverence. Him? Quite dangerous indeed, my dear Cobb. In fact, he could burst this flimsy iron cage open with hardly a second thought. That's impossible, most exalted one. I inspect the locks personally every fortnight. Observe and learn then, for even now your prisoner plans his escape. Warum haben die mir nicht den Stock weggenommen? Ach, das ist übrigens der Stock wahrscheinlich, ne, den ich in der Hand habe. Und nicht eine Wurzel oder einen Faden. Ist das übrigens ein männlicher Drache, der ein sexy Partner für die Drachenlady sein könnte? Sodass sie wieder lernen, Feuer zu speien? Vielleicht. Könnte sein.
Hier außen ist nix. Aber warum sollte ich jetzt vor denen die Käfigtür öffnen? It's locked. Warum sollte ich das machen? Weil das... Ich meine, die... Hä? Ich mach's trotzdem mal. You see, Cobb? An elusive breed, these weavers. Fortunately, however, they're quite helpless without their weaving sticks. That distaff will never work for you. Oh, no, my young friend, you're quite wrong about that. Come, let me show you why. Consider the common graveyard. There, the boundary between the living and the dead is indistinct. Every graveyard's like that, so? Now, imagine what might happen if this delicate boundary were to be somehow breached. Torn open, so to speak. It's not that simple. You can't just rip the pattern apart like an old rag. But it is that simple, my boy, and I can. I have only to lift this rod, and the legions of the dead will stream forth onto the plane of the living. A vast army of the dead, nourished by the shepherd's flocks, armed by the artisanship of the blacksmiths, guided by the glassmaker's sphere. All under the spiritual leadership of one supreme commander, me! The final hour is now at hand. The age of the clerics is upon us. I have preparations to attend to, Cobb. Don't let this boy out of your sight. He is to touch nothing. You understand me? Perfectly, Your Excellence. Lord Mandible, ruler of the universe. I do like the sound of it. I'll have to change my stationery. You're not so dangerous now, then, are you? Okay. Ich hab's schon vermutet, dass er mir mein Stöckchen klauen wird. Kann ich ihn einfach jetzt rausholen? She looks hungry. I think I'll stay out of her way. Also ist das auch eine Lady, weil er sagt, she looks hungry. Okay, die Kugel? Ah, hier kann ich doch anwählen. Keep away from that. His Eminence said not to touch anything. I wasn't gonna touch it. Just looking, Cobb, that's all. Just looking, eh? Well then, perhaps we can do a bit of a trade. How about I let you look in the sphere If what? Well, the legends say that to gaze upon an uncloaked weaver brings death. Naturally, we clerics aren't given to such silly superstitions, but I'm curious. Let's answer this one once and for all, shall we? May we have some quiet, please? I can't even begin to invoke the dead with all that screaming. Well, he can't say he wasn't warned. Kann er nicht einfach zu dem anderen Typen hingehen und seine Kapuze abmachen? Oder muss der andere Typ schon nach der Kapuze greifen, damit das funktioniert? Das mit Transzendenz wissen wir schon. Knuspriges Hähnchen. Eine schwarze Feder. Okay. Wieder der Anfang.
Okay. Was können wir hier eventuell... Hier geht's nicht hinten weiter, ne? Nee, den bleibt stehen. Ja, meine ich, bleibt stehen. Das ist wieder nur die Kugel. Nichts an den Dingsters. Hier können wir wahrscheinlich dann nur rausgehen. Nichts am Käfig. Nichts an dem Käfig. Gucken wir, ob ich hier noch irgendwie rausgehen kann. Ich nehme aber an, nicht. Nee. Und ich kann hier wirklich nichts machen, außer dass er sagt hier... She looks hungry. I think I'll stay out of her way. Okay. So, liebe Leute, wir können eigentlich nur noch aus dieser Tür hinaus. Bevor wir das aber tun, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Würde ich gern eine Runde speichern und eine kleine Aufnahmepause machen. Und ich würde sagen, das machen wir auch genau jetzt. Ich gehe wieder in das Menü, damit ich stoppen kann. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn wir diesen komischen Typen da draußen vielleicht irgendwie überwinden können und unser Stückchen zurückkriegen. Also, bis dann. Tschüss.